Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Freunde, und einen schönen zweiten Advent. Heute mal mit Nikolausmütze wieder, das muss sich ja lohnen. Schließlich habe ich ihn teuer im 1-Euro-Shop erworben. Heute ist der 10. Tag meiner zuckerfreien Zeit und es geht mir so richtig gut, obwohl die Versuchungen sehr groß waren. Es wurde mir laufend Kuchen, Teilchen, Plätzchen, Schokolade und Pralinen angeboten, aber ich konnte bisher immer gut widerstehen. Und ich denke, das wird auch für den Rest des Monats so weiterlaufen. Herzlich willkommen bei Ralle Colonia! Warum kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin? In Großbritannien und in den USA hängen Mädchen und Jungen an Heiligabend Socken an den Kamin. Sie hoffen, dass sie am Weihnachtsmorgen prall mit Geschenken gefüllt sind. Bei ihnen kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein gerutscht. Doch stimmt das wirklich? Was ist an dieser Legende dran? Demnach hat der Brauch mit dem Kamin etwas mit dem heiligen Nikolaus zu tun. Es gibt eine Geschichte von ihm, die deutlich macht, warum der Weihnachtsmann mancherorts durch den Kamin kommt. Die Geschichte handelt von einem Kaufmann, der eines Tages großes Unglück hatte und schlagartig arm wurde. Der Kaufmann machte sich große Sorgen. Er hatte 3 Töchter und wusste nicht, wie er sie in Zukunft ernähren sollte und was aus ihnen einmal werden wird. Der Kaufmann hatte nicht mehr genügend Geld, um sie gut verheiraten zu können. Er glaubte, dass sie ein schlechtes Leben führen müssen. In seiner Not wandte sich der Kaufmann an den heiligen Nikolaus und betete zu ihm. Außerdem beschützte der Vater seine Töchter, damit sie nicht überfallen und geraubt werden oder ihnen sonst etwas zustößt. Deshalb schlief die Familie auch nachts immer zusammen in einem Turm. Während die Töchter im Bett lagen und träumten, bewachte der Kaufmann ihren Schlaf. Aber natürlich schlief auch der Vater ein. Er konnte die Augen nicht mehr offen halten. Und da kam der Nikolaus. Er soll mehrmals da gewesen sein, als die Familie schlief. Insgesamt soll er 3 goldene Klumpen oben durch das Fenster in den Turm hineingeworfen haben. Die 3 Töchter fanden die goldenen Kugeln und der Vater war beruhigt. Seine Kinder waren für den Rest ihres Lebens versorgt. Dem Vater gelang es auch, den Nikolaus aufzuspüren. So konnte er ihn nach seinem Namen fragen und ihm danken. Weil sich das alles in einem Turm abspielte, hat sich im Laufe der Jahrhunderte die Vorstellung entwickelt, dass der Nikolaus oder der Weihnachtsmann immer von oben herabkommen. Aus dem Turm sind dann in den Geschichten irgendwann der Schornstein und der Kamin geworden. Wenn wir heute in alte Kirchen gehen und dort Bilder des heiligen Nikolaus hängen, dann wird diese Geschichte darauf oft erzählt. Denn der Nikolaus ist auf den Bildern fast immer auch mit 3 goldenen Kugeln zu sehen. Daran können die Menschen ihn erkennen. Viele erzählen bis heute, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Doch in manchen Familien macht das auch das Christkind. Es kommt an Heiligabend und legt die Geschenke ab. Mit dem Weihnachtsmann hat es gemeinsam, dass es dabei nicht gesehen wird. Ja, soweit die Geschichte oder die Legende oder das Märchen von dem Weihnachtsmann, der durch den Kamin kommt. Die größten Irrtümer der Welt. Kartoffeln machen dick. Kartoffeln machen vor allem satt und dabei sind sie auch noch gesund. Sie enthalten viel Kalium, Vitamin C und Eiweiß sowie viele andere lebenswichtige Nährstoffe. Kartoffeln sind zudem reich an Ballaststoffen und ideal als Beilage. Gebacken, in Salzwasser gekocht oder als Pellkartoffeln sind sie besonders kalorienarm. Im Vergleich zu anderen klassischen Beilagen ist der Erdapfel eine besonders figurfreundliche Alternative. Pro verzehrfertiger Portion, ca. 150 Gramm, bringt die Kartoffel es gerade mal auf 104 Kalorien.
Reis dagegen hat 162 Kalorien pro Portion und dieselbe Portion an Nudeln sogar 209 Kalorien. Zurückhaltung ist allerdings bei Pommes frites geboten. Die in Fett oder Öl ausgebackene Kartoffelstifte bringen es auf 263 Kalorien. Das ohne Mayonnaise. Das war es wieder mit meinem Video. Weiterhin einen schönen zweiten Advent und nicht vergessen, nicht abonnieren, Glocke aktivieren und den Daumen hoch. Tschüss!